Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Und habt ihr die nächsten 17 Jahre schon irgendwie was vor? Nein? Warum frage ich euch? Weil das neue Trio ist ja draußen, ja, Tyrese, Axel und Maggie. Und Maggie ist ja derzeit in diesem Radio vorhanden, aber ihr bekommt Maggie ja auch woanders. Und zwar zeige ich euch das mal. Bei Beharrlichkeit zahlt sich aus. So, wir gehen mal hier rauf. So, und wir sehen hier ganz unten gibt es 7 Fragmente, ja, die normalen und natürlich auch die roten Fragmente. Und ihr bekommt 7 Stück, ja. Für 1,19 €. Das heißt, das Event ist einmal die Woche. Ja, für 1,19 €. Das heißt, wenn ihr 17 Jahre lang jede Woche euch diese 7 Fragmente kauft, dann habt ihr in 17 Jahren 6200 Fragmente zusammen und könnt Maggie von 0 auf 140 aufleveln. Die Kosten dafür betragen, ich glaube, so um die 1054 €. Das ist ja noch human. Aber zum Glück gibt es die Maggie ja nicht nur hier, sondern ja auch woanders. Ich weiß nicht, ob das Radio irgendwann mal vollständig integriert wird mit Anfunkenkarten oder ob sie das so bei belassen mit den Rubinen. Weil stellt euch mal vor, 20.000 Rubine kosten 119 € und jetzt könnt ihr euch mal hochrechnen, was ihr so an Rubine brauchen würdet. Und ich denke mal, das sind so 40 bis 50 Millionen Rubine mit den Wahrscheinlichkeiten von 0,05%, dass du Maggie 50 Mal hast und ansonsten immer nur diese 5 Dinge. Aber gut, das ist Mathematik, ja, und das ist echt grausam, was die Entwickler hier mit uns machen. Das ist ja nicht das Einzigste. Du brauchst ja nicht nur Maggie, ja, du brauchst ja auch Tyrese und du brauchst den dicken Axel. Was kann ich zu der Crew sagen? Komm, wir gehen mal kurz rauf. So, wir gehen mal hier weiter runter bei mir. So, hier ist übrigens Axel, ne, auf 30, wegen diesem 7-Tages-Pass. Aber es ist egal, wo wir raufgehen. Wir gehen mal hier auf Tyrese. Die Fähigkeiten, ja. Also diese Crew hat eine hohe Verteidigung und eine hohe Verwundetenrate. Sie sind Nahkämpfer. Das heißt, sie könnten bei einem langen Kampf, ja, wenn sie lange genug durchhalten, sogar die Ezekiel-Crew schlagen. Ne, die Ezekiel-Crew hat zwar massiv an Kapazität und Angriffskraft, aber diese Crew hat eine hohe Verteidigung, ja, und die Verwundetenrate ist nicht schlecht. Und trotzdem ist die Ezekiel-Crew aufgrund der Angriffskraft im Vorteil. Das heißt, für Wale ist es eine F2, würde ich behaupten. Die Crew kann als Nahkampfteam die Rick-Crew natürlich auch schlagen, ne? Nahkampf gegen Nahkampf, und natürlich auch die Tyrannen. Die Tyrannen haben dadurch einen Nachteil, weil Nahkampf schlägt Distanz, von daher sind die Nahkämpfer hier im Vorteil. Ihr müsst mal gucken, Kavallerie schlägt Nahkampf, Nahkampf schlägt Distanz und Distanz schlägt Kavallerie. Nun können die Wale aber auch Maggie zum Beispiel rausnehmen und in deren Ezekiel-Crew reinpacken. Ist so ein kleiner Geheimtipp. Die Wale können es auch ein bisschen mixen, sollten sie diese Helden auf Level 140 haben. Ja, das ist ein bisschen Spielerei, das müsste man durchgehen. Aber ansonsten ist das echt schon eine starke Crew. Nur wie man sie bekommt, das ist total nervig. Und das ist totale Verschwendung, Zeitverschwendung. Was machen wir jetzt? Wir schauen uns mal mein Waste of Rubine an. So, wir sind jetzt hier auch in meinem Account. Ihr seht, 10.000 Rubine sind drauf. Das heißt, ich werde anfunken. Und zwar erstmal die normalen Fragmente, weil die erweiterten brauchst du ja nicht, weil du hast ja Maggie normal, hast ja auch nicht. Ne? Und, oh, ja, 5-mal Maggie. Krass, ich habe 5-mal Maggie bekommen mit einer Beschwörung. Und wie gesagt, 5 von 50. Die Wahrscheinlichkeiten, die sind echt schlecht. Ja, die Drop Rate ist auch echt schlecht. Die Rubine sind sauteuer. Das ist auch echt schlecht. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwo gelesen, die Entwickler freuen sich darüber, dass man hier Rubine ausgibt. Das ist nur zum Spaß, ja. Und Sultai dachte sich, okay, ich gehe mal in Inventar und hau meine Rubine raus, weil wozu brauche ich die? Ja? Wozu brauche ich überhaupt eine Rubine? Ich habe keine Ahnung. Ja, mein Hund ist voller Skills und einen 15-Skill-Hund kriege ich eh nicht. Von daher, komm, weg damit. Gut, hier sehen wir nochmal die Maggie. Negan kannst du auch kriegen. Und Negan würde ich mir aber kaufen im Clan-Shop. So, was haben wir hier? Hier haben wir sie nicht bekommen. Ja? Nur die ganzen anderen Köpfe, ja, die Eierköpfe, die hat man eh schon. So, und hier 2-mal. Wow, ne? Ja, 2-mal. Wir können noch ein bisschen weitermachen. So, drückt mir die Daumen. Ne, kein Mal. Ihr braucht mir nicht die Daumen drücken. Ja, ich kriege die eh nie auf 100 voll oder auf 120 oder 140. Und hier nochmal 5-mal. Jetzt habe ich sie schon 12-mal, ne? 12 Fragmente mit richtig viele Rubine. Ja, also die Anzahl der Rubine, wenn du das umrechnest in das, was sie regulär im Laden kosten, das ist echt utopisch. So, wir sind jetzt nochmal in mein Inventar. Ich hole mir die restlichen Rubine, die ich noch so habe. 84.000 Stück. So, da können wir ein bisschen anfunken.
Warum mache ich das überhaupt? Ja, Waste of Rubies, ne? Also mir ist es egal. Von daher, ich wollte euch nur mal zeigen, wieso die Chancen sind, dass ihr die erhält, wie die Drop Rates sind und was weiß ich nicht alles. Und dass es verschwendete Zeit ist und ja, Waste of Money, ne? Guck mal, hier oben kriegst du Rosita einmal, das sind 50 Fragmente. Gab es früher immer 50, ne? Dann haben sie es irgendwann mal geändert gehabt und ja, wie gesagt, gut. Hier wurde auch noch nichts beschworen von der guten Maggie. Auch wieder nichts, ja. Okay. Und hier auf. Oh, 5. Ja? Täglich verbleibende Übertragungen 400. Ach, das haben sie auch limitiert, ja. Du kannst am Tag 500 Mal hier. Oh, nochmal 2. Oh, Zultei, was ist denn los hier? Ja? Du kannst am Tag hier 500 Mal drehen. Oh, Beta und morgen 50 Rubine, sei schon 50 Fragmente jeweils. Und das war's, glaube ich, auch. Schon Frosch im Hals hier. Nee, ich glaube, das war's. Ja, okay. Einen haben wir noch. Wir gehen mal zu den erweiterten. Vielleicht kriege ich ja Nigen, ja, um euch das mal zu zeigen. Aber nee, kannst du auch vergessen. Ja, da kriegst du eh nur Quatsch. Okay, gut. Ja, was soll ich sagen? Ne, das ist das Anfunken für Maggie. Richtig teuer, verschwendete Zeit. Und ja, wenn ihr 17 Jahre Zeit habt, könnt ihr sie ja, in diesem Event, was ich euch gezeigt habe, holen. Jede Woche für 1,19 €, ne, kriegt ihr 7 Fragmente. Und ja, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, wie gesagt, ihr braucht Tyrese, ihr braucht Axel, ihr braucht Maggie. Ja, ach komm. Ja, ich beende das Video. Macht's gut. Bis dann. Euer Sultai.